Heute ist der 17. August 2025 und es geht weiter mit dem Talmud Emanuel, Seite 26. Und letztes Mal hatten wir über die Schöpfung gesprochen, hat es Erklärung dazu gegeben. Und jetzt geht es weiter mit Erklärung Geist. Und zwar lese ich kurz vor, schreibst du: Der Geist ist eine schöpferische Energie mit großer Kraft, durch die der Mensch wie jede Lebensform belebt wird. Dieser Geist wird auch Geistform, das nennen wir jetzt halt Schöpfungsenergieform, genannt und ist direkt verbunden mit der Schöpfung Universalbewusstsein und ihrer gesamten Energie und Kraft. Der Geist respektive die Geistform, also Schöpfungsenergieform, ist unsterblich und ist dermaßen dem Weiterbestehen eingeordnet, bis in ferner Zeit eine Rückverschmelzung mit der Schöpfung Universalbewusstsein respektive mit der Schöpfungsenergie erfolgt. Bis dahin ist die Schöpfungsenergieform der Reinkarnation respektive der Wiedergeburt eingeordnet. Da würden wir jetzt Wiederbelebung wahrscheinlich sagen. Ne? Wobei aus dem Bewusstsein des Menschen Wissen gesammelt und bis zur Weisheit kumuliert wird. Da steckt ja schon eine Menge drin. Und da müssen wir mal definieren, was Schöpfungsenergie überhaupt ist. Denn es sind zwei Faktoren. Das eine ist Schöpfungsenergie, reine Schöpfungsenergie, wo jedes Lebewesen, ob Fauna oder Flora, beleben. Und dann haben wir beim höheren Lebewesen, wie der Mensch, haben wir die Schöpfung Lebensenergie. Schöpfung Lebensenergie, die ist evolutiv. Da kann also das Lebewesen lernen. Bei der reinen Schöpfungsenergie ist das anders. Die tut nur jedes an Fauna und Flora Lebewesen beleben. Das ist die Schöpfungsenergie, wo wirklich nur der Körper, oder wie du dem immer sagen willst, beleben. Die Schöpfungslebensenergie ist evolutiv und die ist verbunden mit der Schöpfungsenergie, mit der Lebensenergie, oder? Und die Schöpfungsenergie befähigt jedes Lebewesen, sich weiter zu entwickeln. Bei der höheren Lebensform wie der Mensch oder danach Tier und Getier und so weiter und so fort, ist das evolutiv in dem Sinn, dass es kann lernen. Währenddem, dass die Schöpfungslebensenergie in der Pflanze, zum Beispiel Grashalm oder Baum, einfach darauf ausgerichtet ist, dass er sich entwickeln kann, gemäss dem Klima und so weiter und so fort. Sind das wirklich zwei distinkte Das sind zwei verschiedene Schöpfungsenergien. Die eine ist reine Lebensenergie, wo der Körper, jedes Organ und so weiter beleben. Die Schöpfungsenergie ist evolutionsfähig. Beim Mensch, wo denken tut, das Bewusstsein hat, das entwicklungsfähiges Bewusstsein, ist die Schöpfungslebensenergie da dazu, sich eben zu evolutionieren, sich weiterzuentwickeln und so weiter und so fort, wo stattfindet tut über das Bewusstsein, schöpferisch, energetische Bewusstsein und das materielle, das physische Bewusstsein vom Menschen. Und
bei einem Grashalm oder bei einer Blume und so weiter ist da die Schöpfungslebensenergie einfach in einem Rahmen enthalten, wo auch sich jede Pflanze einfach der Umgebung kann anpassen. Also auch, wie soll man sagen, man kann ja auch sagen, evolutionieren, oder? Aber es ist nicht eine Bewusstsein-Evolution mit einem Bewusstsein, wie das der Menschenkörper im Reich von seinem Kopf, oder mit dem, was ich sagen, kann entwickeln, wo es Wissen zustande kommt, wo der Mensch sich wissensmässig kann weiterentwickeln. Währenddem also Pflanzen, ein Baum oder ein Grashalm oder eine Blume oder was es auch ist, eben nur sich durch die Schöpfungslebensenergie kann dem anpassen, was das Wetter, was das Klima bringt und so weiter und so fort. Ja, aber bei den Tieren, man kann denen ja zum Beispiel Hunden kannst du Tricks beibringen. Eben, ist ja auch eine das ist schon wieder eine höhere Form von Lebensenergie, als das eine Pflanze hat. Ja. Oder? Und es gibt auch in der Schöpfungslebensenergie gibt's Abstufungen von höheren und ganz hohen Möglichkeiten von Evolution. Ja. Das ist einfach abgestuft. Der Mensch hat genau dasselbe. Er fängt da in der Gvetterli-Schule. Wenn du weisst, was Gvetterli-Schule ist. Na? Das ist Kindergarten. Ah, ja. Das nennen wir Gvetterli-Schule. Okay. Oder? Gvetterli, das ist Spielen. Das ist Schweizerdeutsch Spielen. Oder? Und dann steigt er auf von der Gvetterli-Schule, 1. Klasse, 2. Klasse, 3. Klasse, 8. Klasse, 10., 12. Klasse, Berufsschule und so weiter und so fort. Der Mensch hat genau dasselbe, was die Natur hat, oder was die Schöpfung hat. Er hat genau dasselbe für sich übernommen, was die Schöpfung führt. Ja, mir scheint das so, dass, weil du sagst, dass die Schöpfung ja auch an Energie kumuliert und evolutioniert auch. Ja. Auch energetisch. Ja, richtig. Dass Weisheit eben sehr viel Energiebedarf ja, die genau. akkumuliert werden Das muss. macht ja der Mensch. Ja. Durch seine Schulungen wird er gescheiter, wird kraftvoller, oder? Intelligenter, wissender und so weiter und so fort. Das ist Energie, Ja, wo sich steigert. genau. Und Wissen steigert die Energie. dieser Unterschied zwischen Schöpfungsenergie und Schöpfungslebensenergie scheint mir halt eben auch Schöpfungslebens dass das eben, wenn über die Pflanzen dann sich weiterentwickelt, Tiere, das kategorierst du alles als Schöpfungsenergie, Ja. die diese Tiere belebt. Ja. Aber im Grunde akkumuliert sich da ja auch schon Energie, die dann nachher beim Menschen sozusagen der nächste Schritt. Die Schöpfungsenergie alleine ist da, um die Lebensform, die existiert, ob Fauna oder Flora, zu beleben. Da gibt's nicht eine höhere Lebensform oder eine kleinere Lebensform, wie soll ich sagen, wo durch die Schöpfungsenergie evolutionieren tut. Das ist nur die Schöpfungslebensenergie, wo jedes Lebewesen von der Fauna oder Flora kann sich entwickeln, wo kann evolutionieren. Die Schöpfungsenergie selber nicht. Das ist nur genau wie wenn du ein Fahrzeug hast, das mit Benzin oder mit Dieselöl läuft, oder? Es kann nicht mehr als das machen,
was es ist. Also, es kann beleben. Währenddem, dass die Schöpfungslebensenergie evolutiv ist, also sich die Lebensform kann entwickeln. Und die höchste Lebensform, die wir da auf der Erde kennen, ist einfach der Mensch. Und der kann sich dementsprechend weiterentwickeln. Er kann also evolutionieren und je mehr als er lernen tut, umso höher tut er sich entwickeln. Umso grösser wird auch seine Lebenskraft. Ja. Also seine Lebensenergie, die er braucht, die Schöpfungslebensenergie, die er braucht, um sich zu entwickeln. Ja. Du hattest halt gesagt, dass eben auch alle Materie generell belebt Effektiv. ist. Das heißt, alles ist ja Alles wird belebt durch die Schöpfungsenergie. Ob es ein Stein ist, oder ein Moos ist, oder ein Libellen ist, ein Bakterium ist, ein Mikroben ist, ein Mensch ist, oder ein Tier, oder sonst ein Lebewesen. Alles hängt vom Gleichen ab, von dieser Schöpfungsenergie. Ja. Ist die Schöpfungslebensenergie Ist alleine das Instrument, oder wie dem muss ich sagen, wo der Mensch kann lernen, wo ein Tier oder sonst eine Lebensform, wo fähig ist, sich evolutiv zu entwickeln, das kann nutzen. Ja, mir fällt noch schwer, den Unterschied zu erkennen. Ist das wie eine Art Verdichtung von Schöpfungsenergie, dass dann da Schöpfungslebensenergie draus wird? Schöpfungsenergie hast du bei jedem Auto. Das Benzin oder das Dieselöl. Ja. Ja. Und der steuern tut, ist der Mensch. Der hat das Bewusstsein. Das Benzin hat kein Bewusstsein. Ja, dann ist es im Grunde ja alles Schöpfungsenergie. Ja, die Schöpfungsenergie tut alles und jedes beleben, was überhaupt gibt im gesamten Universum. Ja. Und die Das ist nur die Schöpfungsenergie, die alles beleben tut. Ja. Und die Schöpfungslebensenergie ist das, wo die Evolution fördern tut, wo der Stoff, der Energiestoff in sich hat, wo die Möglichkeit von der Entwicklung in sich trägt. Wo der Mensch kann lernen, oder ein Tier, oder was es ist, oder, ja, wo sich eine Lebensform kann anpassen an die Umwelt und so weiter und so fort. Wie eine Pflanze zum Beispiel. Also sind das Nur ist die minder abgestuft, tiefer als das, was der Mensch hat. Oder? Als Energie. ja. Dann sind das wirklich zwei unterschiedliche. Das sind zwei unterschiedliche Energien. Ja. Du hast beim Auto hast du das Benzin und hast Öl. Das Öl, ohne das funktioniert rein gar nicht. Da kannst du Benzin einfüllen, so viel du willst. Oder? Es lebt erst durch das, dass es funktionieren tut mit dem Getriebe zusammen, wo in Bewegung gesetzt wird. Also es ist Öl. Ja. Das Öl ist notwendig. Ja. Also Oder? kann man die Schöpfungsenergie nicht verändern oder Nein, das dichten kannst du und nicht. dann eine Schöpfungslebensenergie. Das kannst du nicht. Ist nicht. Nein. Also Das sind zwei Faktoren. ja. Okay. Genau wie der Mensch das hat. In sich. Ja. Ja. Genau wie ein Motor. Er läuft nur mit zwei Sachen.
beim Menschen, manche Menschen evolutionieren ja fast gar nicht, könnte man sagen. Ja, sie brauchen ihres Bewusstsein nicht. Sie setzen sich kein Wissen an, sie lernen nichts, sie machen nichts. Sie bleiben da im Schädel in kahl. Oder? Ja, effektiv. Ja. Voll zum Denken, zum Studieren, zum Lernen, Wissen ansammeln. Also nutzen die wenigsten ihr Potenzial. Ja. Es wird einfach geglaubt. Ja. Religion oder weiss der Teufel was, es wird einfach geglaubt, es wird selber nicht gedacht. Das und dies und jenes, was notwendig ist, um vorwärts zu kommen, um sich Wissen anzueignen, um wissend zu werden und dadurch seine Energie übersteigern. Denn jedes Wissen ist eine Energie und die kann man steigern. Man kann das Wissen immer weiter treiben. Man kann immer mehr lernen dazu. Ja. Oder? Und die sind untrennbar miteinander, sind die verbunden. Genau wie der elektrische Strom, das Negativ und das Positiv. Allein das Negativ funktioniert kein Strom. Allein das Positiv funktioniert kein Strom. Nur das Negativ und das Positiv zusammen. Oder? Und wenn du die Schöpfungsenergie und die Schöpfungslebensenergie schaust, ist das eine ist Negative, die Schöpfungsenergie, die Lebensenergie. Und das Positive ist die die Schöpfungsenergie, wo das Leben gibt, wo alles beleben. Und dann hast du nebst dem hast du das Positive, das ist also das Negative wäre das, oder? Und das Positive wäre das mit der Schöpfungslebensenergie, wo evolutiv ist. Der zweite Faktor dann. Zweite Faktor. Also auch das Negative und das Positive. Und genau das hat der Mensch ja übernommen. Er kann nicht anders, weil die Schöpfung sehr weg funktioniert. Sie funktioniert auf dem Negativen und Positiven. Wobei das Negative aber nicht in dem Rahmen ist, wie der Mensch das als Negativ versteht. Wo er morden tut und so weiter und so fort. Oder stellen und lügen und weiss sich was alles machen tut. Oder? Und das Positive, ja, wo er die guten Sachen macht, das, was Lebens bringt und so weiter, und was Fortschritt bringt und so weiter und so fort. Auf diese Art und Weise sieht das der Mensch. Er sieht es nicht so, wie es tatsächlich schöpfungsmässig gegeben ist, dass es negativ und positiv erst dann ein Eis gibt. Nur das zusammen, negativ und positiv, kann funktionieren. Alleine kann das Negativ nicht funktionieren. Alleine kann das Positiv nicht funktionieren. Ja, dass das eine Einheit ist. Ja. Mhm. Gut, okay. Dann heißt es hier direkt verbunden mit der Schöpfung Universalbewusstsein. Aber versuch du das einem Menschen einfach so in einem Buch klar zu machen. Das kannst du nicht. Er begreift es nicht. Er denkt nicht darüber nach. Er glaubt nur. Aber wirklich den springenden Punkt suchen, was tatsächlich vorhanden ist, was effektiv ist, das fragt kein Mensch danach. Man lebt einfach, man nimmt es so, wie es ist, man ist gegenüber allem gleichgültig und verantwortungslos. Wenn man die Verantwortung tragen will, dann denkt man über etwas nach und sucht, was die Wahrheit ist, was die Wirklichkeit ist und von der Wirklichkeit die Wahrheit ist. Erst dann funktioniert's.
Und sonst lebt der Mensch einfach mit dem Glauben dahin, es ist ja so und so. Die haben das so erzählt, es ist ja so, fertig, Ausschluss. So wie sie es bei den Religionen machen. Oder? Es wird einfach geglaubt, es wird nicht studiert. Es wird nicht selber gedacht. Ja, das ist eigentlich die Basis, die ja uns allen mitgegeben Ja. wird. Ne? Dann musst du es dann, wenn du ein Buch schreiben oder etwas erklären tust, kannst du es nur einen Weg machen, dass er es versteht. Es sind falsche Vorstellungen, weil die von alters her sind die Begriffe gegeben, so und diesen und jenen Weg. Aber wie es tatsächlich ist, das musst du ihm langsam beibringen. Du musst ihm langsam lehren. Und das geht nicht von heute vor, das geht nicht auf 10, 20 oder 100 Jahre. Das geht hunderte von Jahren, bis du der Menschheit kannst das und dieses und lehren, so lehren, dass sie es wirklich begreifen. Du musst, ob willst oder nicht, musst du die alten Begriffe brauchen. Dass er nur wenigstens einmal das versteht, das ist so und so. Aber was wirklich dahinter steckt, der grosse Schwanz, der hinten dann kommt, von dem hat er keine Ahnung. Das begreift er nicht. Das kannst du machen, wenn du mit jemandem zusammenhockst, wo dir erklären tut, wo du kannst lernen, das und dieses und jenes, wo du kannst rückfragen und die Rückfragen wieder kannst aufgliedern lassen und dir das und dieses und jenes erklären und sonst geht's nicht. In einem Buch kannst du das nicht, weil du keine Antworten hast, weil du nicht kannst fragen und wieder keine Antworten bekommst dafür, oder? Was dringend notwendig wäre. Folglich kannst du nur etwas schreiben in dem Rahmen, wo der andere noch versteht. Und das kannst du vielleicht in 50, 100 Jahren oder 200 oder 300 Jahren, je nachdem, wie es laufen tut, dass sich der Mensch wissensmäßig entwickelt und vom Glauben endlich wegkommt und selber denken tut. Anders ist es nicht möglich. Ja, so sehe ich auch unsere Gespräche hier. Das ist die Funktion Ja, für spätere Generationen, genau. von deinen Kommentaren zu lernen, weil viele Dinge einfach für uns nicht verständlich Ja, sind. das ist genau wie wenn der Mensch anfängt in die Schule gehen oder einen Beruf verlernt. Es muss ihm alles fein säuberlich erklärt werden. Ohne das geht's nicht. Ja. Er kann nichts lernen, wenn ihm nicht das und dieses und jenes erklärt wird. Er kann Rückfragen stellen und kommt endlich dann Antworten über im Einzelnen für das, dieses und jenes. Das ist ein ganz alter Schwanz. Das ist nicht nur eine einzige Frage auf irgendetwas. Das sind unzählige Fragen, die das Gleiche behandeln, wo immer und immer und immer wieder ein Stück muss weitergehen. Sie fangen bei absolut nichts, fängt der Mensch an. Bei absolut nichts. Dann kommt er in die Schule, in die Vetterli-Schule, oder? In die Vetterli-Schule bringen sie ihm das und dieses und jenes bei, spielen das und dieses und jenes. Dann kommt er in die erste Klasse, er steht vor dem Nichts. Effektiv steht er vor dem Nichts. Dann kommt das Null. Was ist eigentlich das Null? Was bedeutet das? Was sagt das Null aus? Was ist das für ein Zeichen, das man da hat, das Null? Und so weiter und so fort. Da wird anfangen zu denken. Muss der Mensch anfangen zu denken. Muss die Null anfangen in seinem Kopf zu Weg machen. Das bedeutet rein gar nichts. Und aus dem rein gar nichts gibt's plötzlich dann einmal irgendetwas, wo zustande kommt. Und dann aus dem gibt's dann ein Eis.
Und dann geht's vom Eins geht's dann weiter. Wenn man das endlich begriffen hat, dass es dann weitergeht und das Zwei kommt. Und da bist du schon bei Negativ und Positiv. Und dann musst du dem Menschen erklären, was ist negativ und was ist positiv. Wird aber nicht gemacht in der Schule. No. So weit ist der Menschenfang. Mit seinem Zahlenbeigerei. Aber es wird ihm in der Schule nicht erklärt, was negativ und positiv ist. Heisst nur gut und böse. Mhm. Oder in der Physik halt Ja. positiv Ja. und negativ. Ja. Von Elektrizität. Ja. So geht's zu und her auf der Welt, wo sich Erde nennt. Oder Menschen das Erde nennen. Oder? Ja, so ist es halt. Ja, Also, so ist es halt. Ja, eben. Das ist das, was die Menschheit sagt. So ist es halt. Das hat sich halt eben durch den Glauben über die Jahrtausende So erhalten und Ja. weitergegangen. In verfestigt. dem Rahmen weitergegangen. Ja. Ja, also einfach die Herrschaftsstrukturen sind so, dass man will ja gar nicht, dass die Menschen anfangen zu denken. Ja, das Dann wird's ja das will brenzlig. die Oberen, die selber denken oder Macht wollen ausüben und nicht einmal selber denken, sondern noch religiös sind, oder? Sondern einfach Macht wollen ausüben, halten die Menschheit unten. Ja. Ja. Denn auch sie sind ja in ihrem Glauben an die Macht Richtig, gefangen. richtig. Denn wenn sie die Wahrheit sehen würden oder die Realität sehen würden, dann würden sie es genau umdrehen und sagen, eine Gesellschaft, wo die Macht eben nicht wie eine Pyramide, sondern eher so flach verteilt ist, Ja. möglichst gleichmäßig verteilt ist, viel sicherer. Und Ja, es ist flach, entwickelt sich flach besser. verteilt, heisst, es ist eine Null. Es ist nichts. Nein, ich meine jetzt Erst keine durch das, Pyramide. dass dann die Pyramide kommt, Ja. da steigt's. Da wird bauen. Da wird gedacht. Da wird konstruiert. Und sonst läuft alles flach. Das heisst also auf dem Nullpunkt. Es Ja. bleibt immer gleich. Und der Mensch ist noch nicht so weit, dass er Pyramiden kann bauen in dem Sinn, dass, wie soll ich sagen, dass es allgemein greifen tut. Das Wissen zum Mensch kommt und greifen tut. Der Mensch lernen tut, dass er das Wissen versteht, wo kommt. Oder wo soll entwickelt werden. Ja, das im Grunde wäre diese Pyramidenstruktur ja nicht schlimm, wenn nicht dieser große Missbrauch an Macht wäre. Dass sich Leute über andere stellen. Ja. Dann wäre gegen eine Pyramide nichts einzuwenden. Ja, was. Aber das wird halt nie getan. Also, Nein. so wie jemand an die Macht kommt, Ja. geht der Missbrauch fast sofort los. Ja, was nützt die ganze Technik, die der Mensch entwickelt und da oben nichts geht und läuft. Im Kopf, im Bewusstsein. Er lernt nichts, was real ist. Er macht einfach eine Technik, er entwickelt einfach etwas KI, oder, wo sich eines Tages selbstständig macht, oder, und gegen die Menschheit losgeht, oder. Aber bei sich selber etwas machen, in seinem Gehirn, in seinem Bewusstsein, dort läuft gerade gar nichts. Es läuft nur aufs Technische raus. Das und dieses bringt mir Nutzen und so weiter und so fort. Ein reines materielles Denken. Nur das Materielle ist wertvoll für den Menschen. Das, was im Bewusstsein geht, das interessiert ihn überhaupt nicht. Sein Bewusstsein wirklich entwickeln, dass er wissender wird in dem, was
effektiv muss sein. Und das Effektive ist das, wo muss sein, nämlich das Bewusstsein immer höher und höher entwickeln. Und immer menschlicher werden und dem nachgehen, was tatsächlich muss sein. Aber der Mensch ist ausgerichtet nur aufs Materielle. Da kannst du schauen, wo du willst. Ja. Ja. Und wenn du die Religionen nimmst, die gläubig sind, bei denen ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Die lernen gerade gar nichts. Die glauben nur. Die können nicht selber denken. Das, was sie machen, ist nur ein Scheindenken. Sie meinen, sie denken. Sie können aber glauben. Ja, das ist aber solchen Leuten fast nie verständlich zu machen. Ja, das kannst Weil das kannst du nicht. Da muss der Mensch muss selber drauf kommen. Er muss selber so weit kommen, dass er selbstständig denken tut. Ja. Und nicht einfach glauben tut. Das nützt nichts, wenn du Bücher schreibst und er glaubt nur das, was in diesen Büchern steht. Oder der Mensch glaubt nur das, was du erzählst. Selber denken ist notwendig und das tut er eben nicht. Das ist das, was man sagt, ein Scheindenken. Er denkt nur das, sei richtig, was ihm gesagt wird, das, was ihm in einem Buch steht oder in einem Brief steht und so weiter und so fort. Was wirklich hinter allem stecken tut, da macht sich der Mensch nicht Gedanken drum. Er denkt nur das, was ihm gesagt wird, was er lesen tut, fertig, Ausschluss. Und das ist ein Scheindenken. Es ist alles nur Schein, Lug, Betrug und weiss ich was alles. Ja. Der Mensch kommt erst darauf, dass das tatsächlich so ist, wenn er anfängt, selber zu denken. Bewusst selber denken. Ja, ich musste ja jetzt auch erstmal drüber nachdenken. Für mich war eben, du hattest am Anfang den Begriff Schöpfungsenergie geprägt. Und dann kam jetzt vor nicht allzu langer Zeit dann noch Schöpfungslebensenergie dazu. Und da hatte ich das dann so verstanden, um den Leuten zu erklären, dass eben im Menschen eben, dass das diese Energie ist, die einen belebt. Aber es sind ja zwei Faktoren. Das ist ja das Negativ und das Positiv. Ja. Bei allem und jedem. Die ganze Schöpfung, das ganze Universum, wo du siehst, wo du heranschaust, was du kannst wahrnehmen, was du nicht kannst wahrnehmen, es hat immer negativ und positiv. Inwiefern meinst du das jetzt immer? Also Licht und Dunkel? Ja, Licht und Dunkel zum Beispiel. Oder? Das ist negativ und das Positive. Das Dunkel ist negativ, das Positive ist das Lichtvolle. Wo du heranschaust, du kannst schauen, wo du willst. Es gibt ein Negativ und Positiv und ohne das funktioniert nicht. Es kann nicht einfach negativ sein, es kann nicht einfach positiv sein. Es braucht immer beide zusammen. Genau wie der elektrische Strom. Licht kann man nur machen, elektrisch durch das Negativ und das Positiv. Ja. Du brauchst eben die Kathode und die Anode. Ja. Das geht nicht. Gut.